Die besten Laser 2024. Doch was ist der beste Laser? Und das wollen wir heute in diesem Video einfach mal angehen. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und viele von euch da draußen, die kennen mich von diesen ganzen Laservideos. Ich habe ja schon so einige Laservideos gemacht und sehr viele Leute sind wirklich super dankbar darüber. Doch ich kriege immer wieder die gleiche Frage, was soll ich mir kaufen? Ist das der richtige? Ist das der richtige? Und wir wollen einfach mal in diesem Video mal anschauen, was meine Favoriten in 2024 an meinen vorgestellten Geräten waren. Ja, und ich kann diese Leute sogar verstehen, die dann wirklich total confused sind, was sie denn überhaupt noch für einen Laser kaufen sollen. Ich meine, Leute, der Markt, der wird überflutet. Ich habe da vor 4 Jahren damit angefangen, da gab's noch ein paar Stück 5,5 Watt Laser. Das war eigentlich schon alles und das war das Beste auf dem Markt. Aber wir sind mittlerweile so weit gefächert mit diesen Geräten. Das ist absoluter Wahnsinn und man weiß wirklich nicht mehr, was man kaufen soll. Und deshalb wollen wir einfach mal ein paar Geräte von mir anschauen, die ich noch jetzt hier stehen habe. Und die gehen wir einfach nochmal durch, was meine Favoriten davon sind. Und natürlich auch, was diese Geräte dann nochmal so, ja, ich sage jetzt mal in der kleinen Übersicht, alles noch können. Starten wir gleich mal rein ins Video, nicht dass es dann wieder zu lange wird. So Leute, wir fangen an oder ich habe mich entschlossen anzufangen mit dem stärksten Laser, Diodenlaser 2024 auf dem Markt. Und da habe ich jetzt hier den iQIYI K1 Pro Max mit 70 Watt auf dem Tisch stehen. Diodenlaser muss man dazu sagen. Oder der ist auch vergleichbar mit dem Atomstack A70 Pro, glaube ich heißt er. Die sind, kommen so relativ aus dem gleichen Hause. Und das wollen wir jetzt als erstes angehen. Ich meine Leute, wo haben wir denn angefangen bei den Diodenlasern vor 4 Jahren? Wir haben bei 5 Watt angefangen. 10 Watt, 20, 30, 40 und dann kam der ganz große Sprung auf 70 Watt. Und das ist echt enorm. Und warum ist das einer der besten Laser 2024? Einer der besten Laser? Ganz einfach, die Leistung, die ist absolut enorm. Leute, ich habe hier 38,5 mm Holzstück und das habe ich mit einem Durchgang geschnitten. Das ist für Leute, die wirklich extrem Power brauchen oder halt dann wirklich schnell schneiden wollen, weil wir können hier wirklich eine Leistung fahren, eine Geschwindigkeit fahren, auch beim Schneiden, auch beim dünnen Material. Das Ding ballert durch, das ist richtig krass einfach nur. Was mir natürlich auch sehr gut gefällt ist, da haben aber auch alle Laserhersteller mitgedacht, denn die Thema Sicherheit, es geht immer mehr um Sicherheit. Wir haben jetzt diesen iQIYI K1 Pro Max, der kann auch mit Gehäuse geliefert werden und das finde ich schon mal richtig gut, dass wir so langsam immer mehr und die Laser immer sicherer werden. Weil ihr kennt ja noch die älteren Modelle, die alle noch mal offen dastehen und man muss sich dann selber sein eigenes Gehäuse bauen. Das ist jetzt mittlerweile tabu und wir können die Gehäuse auch gleich mitbestellen. Was auch noch richtig cool ist, es sind nicht nur diese 70 Watt, denn ich kann nämlich das Ganze auch noch halbieren. Ich kann den 70 Watt auch umschalten auf 35 Watt, wenn es ums Gravieren geht. Ihr wisst ja selber, umso niedriger die Wattzahl, umso kleiner wird der Laserpunkt und umso kleiner der Laserpunkt ist, umso feiner wird die Gravur. Und es sind bei 70 Watt natürlich nicht mehr gegeben, deshalb kann ich auch diese Leistung einfach nochmal halbieren, damit der Laserpunkt auch um einiges kleiner wird wieder, um dort mit auch feiner zu gravieren. Natürlich graviert ja nicht so fein wie ein 10 Watt Laser. Das ist natürlich auch soll auch einem bewusst sein. Also dieser Laser ist wirklich für Leute da, die wirklich Power brauchen, 70 Watt durchjagen wollen, dünnes Holz, dickes Holz in einer relativ hohen Geschwindigkeit einfach schneiden wollen. Zur Gravur definitiv funktioniert auch mit diesen 35 Watt, weil man ja umschalten kann. Aber jedem muss natürlich bewusst sein, dass wir diese 35 Watt nicht vergleichbar sind mit einem 10 Watt Laser von der Feinheit der Gravur. Also ihr merkt selber, es gibt einfach keine eierlegende Wollmilchsau auf dem Markt und das muss auch jedem bewusst sein. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt, was die Laser in Zukunft alles nochmal können und wie die Laserhersteller alles weiterentwickeln. Bin ich auch mal gespannt. Meine Lieben, bevor es jetzt weitergeht, natürlich habe ich zu all diesen Lasern ein ausführliches Video schon gemacht. Das werde ich euch natürlich dort oben oder unten in der Videobeschreibung verlinken und da werde ich auch euch natürlich nochmal die Geräte separat auch nochmal verlinken zum Hersteller. Also schaut's da einfach nochmal drauf.
Jetzt kommen wir zu einem Gerät, was mir auch noch mega gut gefällt. Ihr seht es gerade selber, wie groß das Teil ist. Das ist der Atomstack A70 oder X70 Max. Ihr seht die Größe. Wir haben hier eine Arbeitsfläche von 800 mal 850 Millimeter. Das ist absolut enorm. 70 Watt Power, wieder umschaltbar auf 35 Watt, also 70 auf 35 runter zum Gravieren. Und das ist natürlich jetzt, Leute, nur für Leute gedacht, die wirklich auch so groß diese Fläche brauchen. Wer es natürlich nicht so groß braucht, Leute, geht's auf das kleinere Modell. Das reicht absolut dann auch aus. Aber für diejenigen, die wirklich große Flächen belasern wollen, mega Gerät, gefällt mir sehr gut. Aber natürlich auch der Nachteil oder was ihr bedenken müsst, Leute, ihr müsst euch da außenrum ein Gehäuse bauen, damit ihr den Laser auch sicher betreiben könnt mit einer Absaugung. Das muss natürlich jedem klar sein. Ich würde sagen, wir wechseln mal auf die andere Seite, weil da stehen die anderen Geräte, weil da habe ich jetzt keinen Bock, die rüber hier zu schleppen. Also, ab geht's rüber. Gut, dann schauen wir uns mal die andere Seite an. Zu meinem absoluten Lieblingsgerät 2024 werden wir nachher am Schluss kommen. Jetzt gehen wir erstmal auf diesen F1 Ultra von Xtool ein. Das ist für mich auch ein Top-Megagerät für kleine Unternehmen, für kleine Betriebe, die dann wirklich auch mal was in Serien produzieren kann. Ich kann hier ein Förderband anschließen, wo ich wirklich dann nur noch die Sachen drauf lasse und das Gerät macht alles komplett automatisch. Finde ich echt richtig cool. Ein weiterer richtig großer Vorteil ist, ich habe hier ein COM-Gerät. Ich habe hier einen Diodenlaser verbaut und ich habe einen Faserlaser verbaut, einen Infrarotlaser. Das heißt wirklich, ich kann, ihr wisst es ja hoffentlich, Diode kann halt nur so Holz und solche Geschichten machen, aber ein Faserlaser, der kann auch Metall gravieren, der kann Kunststoff gravieren, was ein Diodenlaser einfach nicht kann. Und das habe ich einfach hier in Kombi. Also ich decke hiermit mit diesem Gerät einen riesengroßen Bereich ab. Natürlich haben wir auch ein paar Nachteile da, aber schaut euch das Video auch nochmal direkt an. Ich habe natürlich einen Nachteil, ich habe eine relativ kleine Arbeitsfläche. Was heißt relativ klein? Es ist schon noch in Ordnung, aber ihr habt es ja diesen Unterschied zu diesem Riesenteil jetzt vorhin mal gesehen. Ist klar, dass wir damit solche Sachen nicht machen können. Finde ich echt auch ein richtig cooles Gerät. Und wie gesagt, ist alles unten in der Videobeschreibung, auch das Originalvideo oder meine Erklärvideos dazu, natürlich in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt. Jetzt drehen wir mal uns einfach vom F1 Ultra hier auf die Rückseite. Ihr seht es hier, ein schönes großes oranges Gehäuse. Keine Angst, das ist einfach nur eine Absaugung verbaut, ein Schutzgehäuse, Sichtschutzgehäuse. Aber da drin steht ein Mopa Laser, ein 80 Watt Mopa Laser von der Firma Monport. Was ist denn ein Mopa Laser? Wer das Video nicht geschaut hat, bitte nochmal anschauen, da sage ich die richtigen Details dazu. Ein Mopa-Gerät ist verwandt mit einem Faserlaser. Ein Faserlaser kann Metall und Kunststoffe richtig gut und sauber gravieren, was ein Diodenlaser nicht kann. So, dazu braucht man also einen Faserlaser bzw. einen Mopa-Laser. Beim Mopa-Laser ist es speziell so, dass der einfach nochmal eine Stufe über dem Faserlaser steht, denn ich kann da auch noch die Pulslänge wirklich richtig im Detail in einem großen Bereich einstellen. Was hat es den Vorteil, dass ich nicht so tief ins Material reingravieren kann, beziehungsweise ich kann auch sagen, gehe mir richtig tief ins Material oder ich gehe jetzt praktisch nur oberflächlich, gerade bei Kunststoff ist es richtig gut, oberflächlich auf das Material drauf und das kann ich einfach mit der Pulslänge nochmal im Detail einfach einstellen. Deshalb ist es auch einer meiner Lieblingsgeräte 2024, weil der echt richtig mega Spaß macht, mit diesem Gerät einfach zu arbeiten, wenn man speziell auf Kunststoff oder auf Metall gravieren will oder markieren will. Jetzt brauchen wir nur einen halben Meter weitergehen und zwar kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsgerät 2024. Das ist der Xtool P2, ein CO2-Laser. Was ist der Vorteil eines CO2-Lasers gegenüber eines Diodenlasers? Ganz klar, wir können damit klare Sachen gravieren und schneiden, wie zum Beispiel Acryl in klar. Das funktioniert mit einem Diodenlaser, funktioniert das nicht zu schneiden. Und wir können auch Glas ohne Vorbehandlung gravieren. Das funktioniert mit einem CO2-Laser deutlich besser. Wir können auch höhere Geschwindigkeiten fahren mit so einem Laser, auch gerade beim Schneiden. Es macht auch richtig Spaß, mit diesem P2 wirklich zu arbeiten. Designtechnisch steht er echt mal richtig super da. Hat eine tolle Absaugung. Das Kamerasystem da drin, das ist sowas von genau, um das Ganze zu positionieren. Also ich muss sagen, bei Xtool,
Es ist mega, wie die sich um diese ganzen Sachen kümmern und wie die Entwicklung bei Xtool einfach voranschreitet. Also ich muss fast ehrlich sein, das ist einer, finde ich jetzt, einer der besten Desktop-Laser auf dem Markt, gerade aktuell. Ich weiß nicht, was die Zukunft noch bringt, aber aktuell wirklich absolut mein Lieblingsgerät und einer der besten Laser, die ich jetzt je irgendwo gesehen habe. Wundert euch nicht, da drüben steht auch noch ein P2. Das ist aber der Nachfolger der P2S und darauf werde ich nachher noch mal im Video eingehen, was der alles so besser kann wie der P2. Und ja, Leute, mir ist ganz klar, das ist wirklich eine mega krasse Anschaffung auch. Wir haben hier einen stolzen Preis. Für diesen stolzen Preis kriegen wir aber auch eine richtig gute Qualität. Da muss ich ehrlich zugeben, deutlich besser als bei anderen Herstellern. Aber es ist natürlich nichts für einen Hobbyisten gedacht, der es hier im Monat vielleicht ein kleines Stückchen irgendwo mal auslasert. Nee, dafür ist es nicht gedacht. Dafür ist es echt definitiv zu teuer. Da reicht auch ein kleineres Gerät, wo ihr euch dann vielleicht ein Gehäuse außenrum bauen könnt. Das ist eher so ein Gerät wirklich für kleine Unternehmen oder für Leute, die wirklich Geld verdienen wollen oder viel lasern wollen in einer hohen Geschwindigkeit, wo man wirklich auch Masse produzieren können oder auch kundenspezifische Aufträge machen oder so. Für sowas ist dieses Gerät dann eher gedacht, wo sich das wirklich auch lohnt, die Anschaffung. Wir kommen jetzt einfach mal zum P2S. Viele von euch haben es sich ja auch gewünscht, dass ich mir den Laser anschaue, aber genau im Detail schaue ich mir an. Er ist nichts anderes wie der P2. Er hat einfach nur ein paar Verbesserungen drin und die will ich jetzt euch mal zeigen. Aber dafür hole ich ihn extra von da drüben hierher. Dazu habe ich extra so einen Rolltisch gebaut, damit ich euch dann die Geräte dann öfters mal hin und her fahren kann, um es dann besser dazu zeigen, weil da an der Wand drüben funktioniert das Ganze nicht so. Also, boah, allein schaffe ich das wirklich nicht ohne diesen tollen Rolltisch. Nun steht da hier der P2 im S-Upgrade. Das S-Upgrade sind einfach Verbesserungen, die der P2 bekommen hat. Wer das P2-Video von mir noch nicht gesehen hat, schaut es euch nochmal an, werde ich euch hier oder unten nochmal verlinken. Das gilt immer noch. Das ist immer noch das eigentlich fast gleiche Gerät, aber wir wollen jetzt einfach mal dieses Upgrade, nochmal dieses S-Upgrade, wollen wir einfach nochmal anschauen, was da für Verbesserungen in dieses Gerät mit eingeflossen sind. Das erste, was der P2S erhalten hat, ist die Einstellung der Spiegel. Es funktioniert jetzt noch viel einfacher, diese Spiegel einzustellen. Da haben wir ein ganz tolles Upgrade an allen 3 Spiegeln bekommen. Und das Tolle daran ist, die Software sagt dir sogar ganz genau, welche Schraube du in welche Richtung drehen musst, damit der Spiegel dann am Schluss passt. Also das hat mir mega gut gefallen und es hat sowas von toll funktioniert. Hier seht ihr mal den ausgebauten Spiegel und es ist jetzt auch noch einfacher, diese Spiegel rauszumachen und wieder einzusetzen. Also wirklich echt total easy. Wir sehen jetzt hier im Inneren, das ist hinten am Laser, und zwar die Abluft. Die Abluft ging ja dann früher immer ganz normal durch den Ventilator durch und der Ventilator wird dann auch irgendwann mal relativ schnell verdreckt sein. Hier haben wir jetzt mittlerweile 2 Vorfilter drin, die sind magnetisch und die können dahin gemacht werden. Und jetzt machen wir mal den, der ist schon sauber. Und jetzt schauen wir mal, seht ihr das, wie dreckig das Ganze hier ist? Und das ist ein Vorfilter, der eigentlich mal groben Dreck einfach mal rausfiltert. Den darf man natürlich nicht vergessen zu putzen. Aber das finde ich auch schon mal gut, dass es, sage ich mal so, weniger Dreck im Ventilator landet. Das nächste Upgrade kann ich euch leider nicht zeigen, und zwar ist es eine 2-Zylinder Luftpumpe beziehungsweise einen Air Assist, der da verbaut ist. Dieser Air Assist hat einfach mehr Power, mehr Druck drauf, um einfach weniger Schmauchspuren zu haben, weil wir beim P2, da hatten wir dann teilweise schon ein bisschen mehr Schmauchspuren, die man dann wieder wegmachen musste. Das ist jetzt hier besser gelöst mit dieser 2-Zylinder Luftpumpe, die da verbaut ist, damit wir einfach weniger Schmauch haben und saubere Schnitte beim Holz haben. Schauen wir uns die Rückseite an, da gibt's auch noch eine tolle Änderung. Ihr seht einen Knopf, den hat der P2 nicht. Der hat da nämlich Schrauben dran, um den Ventilator auszubauen, um ihn zu reinigen. Mit diesem Knopf muss ich nur drauf drücken und der Ventilator poppt mir raus. Es ist nichts mehr verkabelt, es ist einfach nur gesteckt. Und das ist richtig toll, um den Ventilator ab und an einfach mal zu reinigen. Ebenso wurde ein Doppel-Abluftventilator verbaut. Das heißt, dadurch haben wir einfach eine höhere Abluftleistung. Im Inneren haben wir noch eine Änderung, und zwar haben wir auf der Seite einen neuen und schnelleren X-Achsen-Motor verbaut. Und zwar haben wir dann dadurch eine X-Achsen-Beschleunigung, also praktisch diese Bewegung, und dadurch haben wir eine Erhöhung der Geschwindigkeit um bis zu 40% laut Xtool.
Das letzte Upgrade, was er noch bekommen hat, ist ein Software-Upgrade. Und zwar müsste das eigentlich dann auch mit dem P2 eigentlich gehen. Also der P2S kann jetzt gekrümmte Zylinder, wie zeigt man das? Ja, gekrümmte Zylinder gravieren. Das ging vorher mit dem P2 nicht und theoretisch mit der Software eigentlich nicht. Und das funktioniert jetzt auch. Ich habe so einiges schon mit diesem P2S gearbeitet und auch mit dem P2 schon so viel, wirklich tolle Tests gemacht und viel gearbeitet. Und ich bin einfach von beiden Geräten, jetzt natürlich mit dem Upgrade des S, ist echt super toll. Aber selbst mit dem P2, Leute, das ist einfach nur ein super tolles Gerät. Es ist ein Plug-and-Play-Gerät. Man kann es anstecken, man muss die Flüssigkeit auffüllen, die Spiegel einstellen. Und jeder Anfänger kann dann eigentlich schon loslegen, auch mit Lasern. Es ist sowas von einfach. Und ich bin extrem überrascht, was da Xtool wirklich Tolles auf den Markt gebracht hat. Und ich bin mal so gespannt, weil nächstes Jahr kommen bestimmt wieder neue Geräte auf den Markt. Und ich bin so gespannt, was Xtool noch in Zukunft alles für tolle Geräte rausbringen wird. Eure Meinung wird mich nämlich auch noch interessieren. Habt ihr Laser? Wollt ihr Laser? Was für Laser? Und. Ballert mal unten alles in die Kommentare rein. Denn ich habe nämlich jetzt noch ein anderes Gerät hier auf dem Tisch stehen. Das ist jetzt für diejenigen, die sich jetzt dann wahrscheinlich beschweren werden. Jens, du hast nur die teuersten Laser vorgestellt. Ja, das habe ich, weil sie aus meiner Sicht einfach die besten Laser 2024 waren. Aber ich habe auch günstigere Laser vorgestellt. Hier habe ich einen auf dem Tisch. Es ist auch ein toller Laser. Es ist der X24 Pro bzw. der A24 Ultra mit Gehäuse. Aus meiner Sicht echt auch ein tolles Gerät für die Leute, die einfach einen kleineren Geldbeutel haben, aber trotzdem auf Sicherheit nicht verzichten wollen, weil wie gesagt ein tolles Gehäuse verbaut. Wir haben noch einen Abluftventilator, den wir da hinten sehen, und wir haben auch noch eine Kamera verbaut. Gut, die Arbeitsfläche ist ein bisschen kleiner als bei den größeren Brüdern. Wir haben hier 350 auf 350 Millimeter. Wir haben aber auch wechselbare Laserköpfe oder beziehungsweise kann man den Laser mit anderen Laserköpfen bestellen. Das heißt, wir können hier 12 Watt nehmen. Wir haben 24 Watt. Es gibt sogar noch ein Modell mit 48 Watt, was natürlich dann wieder ein bisschen vom Preis nach oben geht. Aber ansonsten wirklich ein absolut tolles Gerät und wir können da echt auch tolle Leistungen erzielen. Leute, ich habe es gerade erwähnt, schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein noch zusätzlich. Welchen Laser findet ihr aus eurer Sicht den besten 2024 auf dem Markt? Das würde mich auch mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Natürlich gibt es noch so viele andere Hersteller und so viele andere Geräte auf dem Markt und deshalb würde es mich halt mal interessieren. Zum Beispiel, ich habe auch den S1, den ich eigentlich hätte auch mit ins Video reinnehmen müssen, den S1 eigentlich nicht wirklich erwähnt. Der S1 ist auch von Xtool. Und wenn ich jetzt aber den S1 und den P2 bzw. P2S nebeneinander stehen hätte und die Wahl habe, dann würde ich schon eher Richtung P2S tendieren. Also nur wieder aus meiner Sicht. Aber ich will es damit sagen, der S1 ist auch ein Top-Gerät. So meine Lieben, wir sind am Ende unseres Rückblick-Videos Bester Laser 2024 aus meiner Sicht. Schaut euch auf jeden Fall noch die anderen Videos dazu alle an. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Eure Meinung ist mir wichtig, also schreibt es bitte unten in die Kommentare rein. Lasst dem Video einen Daumen da und ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.